Es ist mal wieder soweit. Eine komplett neue Baureihe von Tabbert erblickt das Licht der Welt zusammen mit Sabrina Fewinger. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen ihr Lieben. Und hallo Sven. Hi, wir schreiben den 31. August 2022. Heute Morgen um 8 Uhr haben wir ganz früh und wundert euch nicht, dass es vielleicht ein bisschen grau ist im Moment. Das Messelicht ist noch nicht an. Der Riesenvorteil ist, auch LED-Lampen machen warm. Und hier ist so schön kühl. Heute Nachmittag, es war am Nachmittag, gestern war es so warm hier in der Halle, dass ich fast gestorben wäre. Es ist aber richtig tolle Atmosphäre. Du hast viele neue Produkte hier mit drin und das ist ja nun wirklich ein absolutes Highlight. Weniger außen, das ist schon mal ein Hingucker, sondern drinnen. Die haben sich wirklich was komplett Neues überlegt, Sabrina. Was ist passiert? Wir haben einen neuen Grundriss sozusagen. Wir haben neue Fahrzeuge. Das ist unser neuer Pep Pantiga. Pep Pantiga. Die Kollegen haben das Fahrzeug schon mal gedreht. Ja, ich bin auf das Videomaterial gestoßen und habe gedacht, okay, ist das wirklich noch Tabbert? Denn ihr habt euch ein bisschen was überlegt. Ja, da hinten ist ein Fenster drin. Kann man da jetzt im Moment durchgucken von innen? Nein, kannst du nicht. Warum denn? Da ist ein Heckbett, ein Klappbett. Das ist komplett mit dabei. Ja, das Heck hinten dran, das ist, ich sag mal so, wie wir es kennen. Du hast hier nochmal eine Staufachklappe mit dabei. So weit, so gut. Aber ich denke, wir gehen einfach mal rein, denn es ist das Große, was sich hier geändert hat, ist im Innenraum, ja. Also heißt Pep Pantiga. Pep Pantiga, ein neues Außendesign, also komplett neues Fahrzeug. Er hat so eine cremefarbene, glitzernde Oberfläche. Das ist jetzt schade, dass man es nicht sieht. Die Streifen hier, vielleicht kannst du das ein bisschen mit einfangen. Effektlack, so ein bisschen. Okay, also erstes Video heute Morgen, wenn wir alle noch nicht so fit sind, ja, dann liegt das daran, ja gut, du natürlich Sabrina, echt, war der Händlerabend gestern? Wir haben gestern Abend Händlerabend, aber wir sind alle putzmunter in der Anlaufschiene. Ich habe nur noch keinen Kaffee oder ein Brötchen, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir kriegen das irgendwie hin. Ja, heute werden wir euch zumindest mal alle Neuigkeiten vorstellen. Das ist jetzt Soft-Close-Einzug bis zu 25 Kilogramm belastbar. Aber das Besondere hierbei ist ja nun wirklich, wir haben eine Bugküche hier drin, die ich so oder so ähnlich natürlich aus anderen Modellen kenne. Aber das ganze Möbeldesign ist Hut ab. Was ganz Neues. Also es ist nicht nur so, dass man, ich sag mal, einen Aufkleber draufgeklebt hat und hat gesagt, hier, das ganz Neues, sondern es ist wirklich neu. Korrekt. Es ist im Moment wirklich jetzt auf Gasbasis und ihr seht jetzt hier die Neuheiten, weil immer mehr es auch auf Elektro und Induktion kommt, kann man dieses Feld tatsächlich rausnehmen, kann es ins Vorzelt mitstellen. Ab März nächsten Jahres wird es das Ganze dann auch wieder auf Gas noch mit zusätzlich geben. Ja. Das bedeutet, also die meisten sind ja fest angeschlossen am Stromnetz oder haben halt so eine Powerbox mit dabei und das ist ein Gaskochfeld, wenn du das mal gerade hochhebst, dass wir mal drunter gucken können, so ein kleines bisschen. Das ist so ein handelsüblicher Gaskocher und da drin hast du dann ein Feld und da könnte man jetzt auch, Elektrokocher, da könnte man jetzt auch Gas reinmachen, oder? Da kannst du ab März nächsten Jahres kannst du da auch Gas mit reinmachen. Jetzt ist das Ganze so neu und die Technik, ehrlich, jetzt bin ich jetzt etwas aufgeschmissen, denn du kannst dieses Feld hier unten mit reinstauen, dann ist es weg. Jetzt haben die das ja wahrscheinlich so gemacht, dass die das befestigt haben, dass es nicht irgendwo kaputt geht. Und dann würde dieses Teil hier oben die Arbeitsfläche ergeben. Also das Kochfeld. Jetzt habe ich verstanden. Es wandert da unten rein, das Kochfeld, wenn du es nicht brauchst. Genau. Und dann kannst du es machen. Ihr habt ein Wasserfiltersystem drin? Der Wasserfilter ist auch mit dabei, genau. Und den kann man einbauen oder kann ihn rauslassen, wie man gerne möchte. Sabrina, warte mal ganz kurz, wenn du da mal stehen bleibst und mal so tust, als wärst du hier messermodel.de und dich mal an die Tür begibst, ja, dass wir das nochmal ganz kurz schauen. Dann kann ich mal einen Schuss machen vom kompletten Design hier. Fangen wir von vorne an. Du hast eine extrem offene Blickachse und das ist wirklich sensationell. Du hast einen Wohnwagen, der sehr kurz ist, aber eigentlich extrem lang ist, weil du das Bett nicht verschenkst. Und das war ja so, ich sag mal, eine lange Metamorphose bei Tabbert. Man hat wahrscheinlich lange drüber nachgedacht, machen wir das nicht? Wollen wir das? Ist das noch Tabbert und so weiter? Aber der Markt für Face-to-Face, der ist einfach nicht mehr aufzuhalten. Und hier hat man alles komplett neu designt. Das heißt also von der Küche über die Möbel, das sieht ja aus wie ein Möbelhaus hier, ganz ehrlich. Ja. So, da ist dieses
Schrankbett, was so drin ist, dazu kommen wir später. Und genial ist natürlich diese Blickachse bei so einem kleinen Auto. Es steht nichts im Weg. Du kannst wahrscheinlich auch den Tisch kannst du rausklappen, das werden wir gleich mal erfahren. Und den Schrank kannst du rausklappen. Also die machen sich viele Gedanken. Bedeutet aber, wenn ich schlafe, habe ich keinen Tisch mehr. Das ist, also ich meine, irgendein Tod muss ja sterben auf der Länge. Raumsparend, jawohl. Beschreib doch mal, gerade mal hier, ich sag mal, diese Flugzeugoptik, die du hier hast bei den... Panoramafenster. Das Panoramafenster. Immer her. Die kennst du doch eigentlich immer nur, wo du so gerne bei uns unterwegs bist. Also aus dem Französischen. Ja. Die drei. Ist das auch so tief getönt oder bilde ich mir das nur ein? Das ist so getönt, ja. Das ist getönt. Also ist das sehr schwarz oder ist das normal? So wie man es kennt von Das ist schon Tabak. tatsächlich nicht mehr normal. Das ist wirklich Ist getönt. tiefer getönt. So, setz dich mal dahin. Face to face bedeutet, wir können uns gegenüber sitzen. Ihr habt immer so total geile Messelichter, wo ich wirklich die Augen zusammenpitchen muss, die so hell machen, dass man sich eigentlich diese schöne Raumatmosphäre gar nicht vorstellen kann. Aber es ist so, auf der Messe, da bleiben die Lampen immer komplett an. Ihr habt euch ja beim Lichtdesign, man kann es da oben mal ahnen, da ist indirektes Licht drin. Ihr habt euch unglaublich viel Mühe gemacht, ja, damit das Ganze wohnlich wird. Der Wohnraumteppich selber, das ist Option, oder? Das ist Option und hier unten drunter allseits bewährt PVC. Tja, ich habe mir jetzt gerade ein neues Wohnmobil bestellt. Weißt du, was ich mir mitbestellt habe? Ein Teppich. Weil, Teppich hast du dir mitbestellt? ja, habe ich bestellt, weil ich mir gesagt habe, danach bestellst du den sowieso nicht mehr. Der Teppich hat den Vorteil, du kannst halt viel, viel besser Staubsaugen. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn du, ich sag mal, ein PVC jetzt drunter hast, du spürst alles barfuß. Also du hast, egal welcher Krümmel da irgendwie liegt, den du reinbringst. Und das hast du halt beim Teppich nicht. Und du kannst da abgeben, die Reinigung kannst du reinigen lassen. Und mit Hunden ist natürlich so ein Teppich auch richtig gut, finde ich. Also die einen sagen so, die anderen so. Oder? Geschmäcker sind verschieden, genau. Ich sage nur, wie es mir gefällt. Also was ist da drunter unter der Bank? Kann man die aufmachen? Unter der Bank? Ja. Simsalabim. Ah, ein Wassertank. Ein Wassertank. Was dürfte das sein? 40? 45 Liter. 45 Liter. Okay, Wasser. Autarkie. Das Thema, kann man hier auch eine Citywasseranschlussmöglichkeit bestellen, Sabrina? Die Citywasseranschluss, das ist zum Teil so neu, dass ich immer gerne auch nochmal schaue, das wisst ihr schon, bevor wann immer im Fernsehen so festgenagelt wird und in den Videos. Da habt ihr die Möglichkeit, wo ist Wasser? Citywasseranschluss zu bekommen. Jawohl, bei allen 3 Grundrissen. Was kostet Der Citywasseranschluss würde für das Fahrzeug jetzt aktuell kosten 361 €. So, also wenn jemand zum Beispiel in Spanien sehr lange steht, da sind ja viele Anschlüsse dran, kann ich das Fahrzeug ans feste Wassernetz anschließen und kann duschen, so lange wie ich will, wenn ich auch den entsprechenden Abwasserstopfen auf den Ausfluss gemacht habe. Ja. Das Bad ist sensationell groß. Also ich finde es richtig groß. Geh mal bitte rein. Duschwanne. In dem Moment auch nochmal, wenn, eine Vorbereitung. Waschbecken. Schöner großer Schrank für Staumöglichkeiten. Und viel Platz für die Füße, gell? Ja, So, der hat jetzt keine Duschvorbereitung, aber Dusche würde ja gehen. Die Duschwanne ist schon drin. hier schöne Ablagefächer. Auch noch. Ah, da an der Seite. Ist echt ein Kammergrundriss. Also es ist wirklich Neues. Wir werden sehen, wie das Ganze ankommt. Ihr habt ja viele Kunden aus Frankreich. Ich glaube, so als Kinderzimmer auch vielleicht gar nicht schlecht, oder? Der Wagen. Der hat es dir angetan, der Ja. Kinderzimmerwohnwagen. Ja, ich finde die cool, ja. Das ist so, dann Kleiderschrank. Das ist ja nun wirklich Tabak. Also wenn ihr einen Wohnwagen kauft, egal wie klein, ist da immer so ein Kleiderschrank mit dabei, wo alle Wohnmobilleute total neidisch werden. Aber hängende Kleider im Wohnwagen ist ja kein Problem, man hat den Platz dazu. Da unten sind noch 2. Eine Schublade. Schön tief vor allen Dingen. Und da unten drunter sitzt die Technik. Ihr habt den Tuma Kombi drin. Okay. Also kein Gasboiler und so weiter, hinterlüftete Stauschränke. Oben der Schrank geht auf, der hier. Da drüber. Oh ja. So, Kombiheizung inklusive Truma iNet. Das heißt, iNet habt ihr
mit dabei jetzt, serienmäßig? Oder steht inklusive, steht drauf hier auf dem Schild? Inklusive, das ist, wie gesagt, nagelt mich nicht immer fest. Das kann von Serie zu Serie, von Jahr zu Jahr, das haben wir ja alle immer schon festgestellt, immer was anderes sein. Also egal, was Sabrina sagt, ihr könnt sie anrufen, es stimmt immer alles 100%. Das kriegen wir dann hin. Cooler Fernseher, also auch an der Stelle passt das richtig gut. Aber die Blickachse ist komplett offen. Es wäre auch ein tolles Büro, wenn du jetzt zum Beispiel Automobilhändler bist, hast es auf dem Hof stehen und so weiter und so fort. Ich glaube, die würden sich freuen hier, ne? Für Homeoffice meinst du? Für Homeoffice, ja. So, also das Design habe ich soweit verstanden. Du hast also 2 Sitzgruppen, die dir gegenüberstehen. Möchte ich jetzt mal was essen? Was mache ich dann? Wie funktioniert das? Könntest du rein theoretisch dir den Tisch hier runternehmen. Ja, der ist jetzt hier oben fixiert. Wir lassen den jetzt auch aktuell mal oben, weil wir wollen das Bett ja gleich noch mal oben Können wir den Tisch machen. denn gleich runter machen? Danach? Den Tisch können wir dann entsprechend ja am besten dann noch mal runter machen. Wir müssen das zeigen, weil die Leute... Zeigen das. Genau. Das ist so neu. Einen schönen großen Tisch auf jeden Fall schon mal nachher bis hierhin. Einwandfrei. So, dann fahren wir runter. Dann wollen wir das Ganze mal probieren heute. Also du hast auf den... warte mal, es ging das so schnell. Hier oben ist der Knopf. Da ist der Knopf. So, da hast du drauf gedrückt, ein gelber Knopf. So, und dann löst sich das. Ist es gedacht für Kinder oder ist da eine Gasdruckfeder dahinter oder fällt das Ding so einfach runter? Ist es leicht? Es war jetzt etwas schwerer. Ja. So sollte es, denke ich, auch sein, weil man möchte ja nicht, dass man da das Ding auf die Nuss bekommt. Ne? Auf die Nuss. So. Die Matratze auch noch extra gesichert. Und dann hast du hier dein Bett. Das heißt, das Bettzeug könntest du an den Seiten reinmachen. Kann man es drauf liegen lassen eigentlich? Weil du hast ja hinterher noch Platz, wie ich sehe. Ich würde es nicht drauf liegen lassen. Aber könnte es gehen? Was denkst du? Wenn das jetzt hier hoch... Könnte gehen, weil das wölbt sich ja so dahinter. In dieses... Lass das mal machen. Mach's mal ein bisschen hoch, bitte, Sabrina. Ja. Ich fahre mal mit der Kamera hier dahinter. Genau, warte mal, ich guck mal. Und weiter zu. Ja, das ist genau das Fach, was hier in dem Moment, die Matratze klappt mit. Warte mal. Könnte passen. Warte. Boah, ey, ist das ein Job heute Morgen. Ja, da ist ein riesen Raum. Das heißt, das Bettzeug kannst du in den Raum reinmachen. Mach nochmal gerade. Also hier unter den Schränken bis unten hin. Nee, Kopfteil. unter den Schränken. Bis da vorne hin. Daneben. Nein, brauchst du gar nicht. Guck mal hier. Das Ding knickt ja hier an der Stelle ein. Ja. Und da vorne hast du einen halben Meter. Und wo ist dein Kopfteil? Ach, das meinst du gekocht. Das ist noch so früh, Sabrina. Mach nochmal zu, bitte. Das wird während der Fahrt zusätzlich nochmal gesichert oder meinst du, das hält? Nee, das hält jetzt hier oben drin. Okay, mach nochmal auf. Das ist nichts für Frauen mit Nägeln. Ja, ich sehe es gerade. Warum hast du auch Nägel als Camperin? Ja, das ist so, mal ganz runter bitte. Wir machen jetzt mal den harten Belastungstest, Sabrina. Immer unter das Bett. Ich GG. habe die Woche gerade gehört, dass... Ach, Sie sind die aus dem Video. Ja, Echt? Sie legen sich immer so schön aufs Bett. So, dann mach mal so, als würdest du schlafen. Du bist wie groß bist du? Immer noch 1,69 1,69 m. m. Bettlänge, was denkst du? Hier 1,80 Meter, hier 1,90 Meter? Kann ich euch gleich genau verraten. Aber gleich mal. Okay, du bist erlöst. Ah. So, jetzt ist der Tag ist vorbei. Nee, die Nacht ist vorbei. Klapp mal hoch. Jawohl, ja. Das sind Gasdruckfedern, jetzt hört man es auch. Also das Ganze ist federleicht eigentlich von der Bedienung. Und dann, was machst du jetzt? Einfach hochklappen. Klappen wir es ein, aber wir sehen jetzt unser Fenster von draußen. Was wir Okay, das war das, was wir eben gesagt haben. Das heißt, wenn das Ganze unten ist, habe ich ein richtiges Schlafzimmer hier mit drin. Und ich finde es ziemlich beeindruckend. Also der Grundriss, der hat es in sich. So, jetzt sollen wir das Bett mal runterlassen. Den Tisch. Den Tisch, genau. So, einmal hier. Siehst du, da ist so ein kleiner... Ah, so ein Magnetschloss. Das kenne ich von Deswegen den, hier schön rot von den Helmen kenne ich das. Ja, okay. Du kannst Abnehmen. halt nur noch nachstellen, wenn du es ein bisschen verlängern möchtest. Hier, unser Tischbein. Ja, Sind wir da hin. Zack, Tisch. total krank. Das ist echt gut. Tisch. Sabrina, wir müssen, glaube ich, die Geschichte von Tabat neu schreiben. Ja? Wir reden jetzt hier über eine Designwohnung mit Stilelementen aus dem Luxusbereich hier mit drin. Ja, klar, Tabat war ja immer, aber es war halt immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass mir der Chef von Tabat 1 auf die 12 gibt. Ja, aber es war halt immer so ein bisschen,
altmodisch, ja, altbacken oder so. Und ich meine, das hat den Leuten ja immer gefallen, aber jetzt haben die Leute die Wahl. Sie können das klassische Design, können sie ordern, sie können hier diesen neuen, und da gibt es verschiedene Grundrisse, auch größere? Tatsächlich aktuell jetzt 3 Grundrisse. Einmal diesen hier, einmal einen Familiengrundriss und einen mit 2 Einzelbetten. Das Bett mit dem Klappbett, das ist immer drin, oder ist das hier bei dem hier nur? Das ist bei diesem Grundriss hier. Und andere haben diese Hubbetten zum Teil und haben jetzt halt ein Schrankbett sozusagen. Und ja, es kommt ja immer mehr. Vielleicht will der ein oder andere dann doch beim Winter noch ein paar Heizkosten sparen. Hast du ein kleines Apartment. Ich finde es richtig toll. Also es ist gut, hier oben hast du dann ganz neu solche großen Kabelkanäle drin. Da kannst du auch richtig viele Sachen einbauen. Das haben sie auch gemacht hier. Auch das Fahrwerk ist Tabat-like. Was ist da drunter, Alko? Knott. Ah, Knott diesmal. Ja, Knott. Alko kann nicht mehr liefern, oder? Ich sehe hier auf der Messe nur noch Knott im Moment. Ja, deswegen die Firma Knott, die hat da wahrscheinlich stark gewonnen. Toller Hersteller aus Deutschland, Knott. So, und ihr wolltet aber noch mal kurz die Bettengrößen oder die Bettgröße wissen. Ihr habt ein Bett von 2 Metern mal 1,56. 2 Meter mal 1,56. Dahinter ist noch ein Schrank. Mach den mal bitte auf. Der kleine an der bei beiden Seiten hast du, oh, guck mal da. Kleiderschrank. Tiefgehend. Also Queensbed-mäßig hat man da links und rechts nochmal so Kleiderschränke mit dabei. Wir sind fertig, Sabrina. Komm mit raus, dann mache ich ein bisschen Werbung für dich. Du bist ja hier die bekannteste Caravan-Frau des Caravansalons. So kann man wirklich sagen. Der Pantiga in der Ausführung PEP. Pantiga 390 WD. Modelljahr 2023, und wenn Sie 31.803 € zu viel haben, aber ganz ehrlich, der ist ja klein, der ist leicht, der hat einen ganz schlanken Fuß, er wirkt schon fast, ich sag mal, absolut minimalistisch wirkt er, durch die großen Fenster, durch dieses interessante Verhältnis zum Radstand. Also es ist ja wirklich, also mich hast du überzeugt, Sabrina, und wenn man hier guckt, so ein ich sag mal aus dem PSA-Konzern, so ein Opel, der den entziehen soll, das ist wahrscheinlich ein Elektromocker, oder was ist das? Wir haben ihn nicht hingestellt, ich kann dir noch nicht mal Antwort geben, was es ist. Oh, da ist es. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, Sabrina Fewinger. Wenn ich sowas kaufen möchte, ihr seid der größte Tabathändler Europas, ihr seid in Ida-Oberstein, das liegt in der Pfalz an der Nahe, und macht das Ganze schon seit irgendwie gefühlten 500 Jahren. Doppelachser. Hunsrück, ja. Doppelachser ist normalerweise, ist das Hunsrück? Bei euch? Nee, das ist Hunsrück, ja. Doppelachser sind normalerweise eure, ich sag mal, Spezialität, Tandemachser, aber das hier, mal ganz ehrlich, wenn das einer sieht und kommt, hast du Bauplätze bestellt? Wir haben Bauplätze bestellt und können ab der Messe jetzt hier noch tätig werden. Aktuell gibt es schöne Messekonditionen, ihr habt es auf den Videos auch gesehen. Je nachdem, wie schnell Sven jetzt ist mit dem Einstellen, freuen wir uns. Ja, mal schauen, vielleicht mache ich es heute noch. Danke, tschüss.